Off the Wall, das war Michael Jacksons allererstes Soloalbum, das er bei Sony Epic Music veröffentlichte. 1979 war das der Fall. Und jetzt gerade vor kurzem erschien eine Neuauflage in bester Qualität von den Original-Masterbändern, nämlich die Mophie, Original Master Recording High Fidelity Edition auf Vinyl und CD. Und deshalb gehen wir heute ganz tief in das Off the Wall Album rein. Alle Fakten, alle Songs, alle Videos. Ich werde mit euch alles besprechen, was mit dem Off the Wall Album zusammenhängt. Also, MJ Update Folge 34. Viel Spaß! Das ist MJ Update Folge 34. Ich grüße euch, ich bin euer Harry, MJ Update Harry hier. Ja, 34 Folgen lang gibt es hier Michael Jackson Content jeglicher Art. Und gerade im Trailer habe ich es ja schon gesagt, die Mophie-Firma hat mal wieder eine Luxusedition herausgebracht. Und zwar von den Original-Masterbändern wurde im One-Step-Verfahren, also in einem sehr aufwendigen Verfahren, wurden die Songs digitalisiert und auf Vinyl und auf Super Audio Disc gepresst. Und ja, es gibt einmal die Vinyl, habt ihr vielleicht auch schon hier und da gesehen. Das ist so ähnlich die Vinyl, wie sie damals bei Thriller rauskam. Ich zeige die euch mal gerade. Die habe ich doch hier, genau. Das ist die High Fidelity Mophie Original Master Recording von Thriller. Hier steht auch drauf Ultra Disc One Step Pressing bei Mobile Fidelity Sound Lab. Und hinten drauf sieht man auch, dass es limitiert ist. Und diese Edition erschien jetzt auch von dem Off the Wall Album. Ja, wie ihr seht, halte ich das Off the Wall Album davon nicht in der Hand. Ich habe nur das Thriller Album. Das hat leider was mit dem Preis zu tun. Also, ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Die hier war schon teuer. Die hat 159 € gekostet. Das war es mir damals auch wert. In der ersten MJ Update Folge berichte ich ja hierüber und zeige euch die. Da könnt ihr gerne nochmal ganz am Anfang reingucken und auch gerne mit MJ Update nochmal ab Folge 1 anfangen, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Ja, und bei Off the Wall erschien jetzt gerade auch eben in dieser Edition, aber der Preis hat mich abgeschreckt. Also im Original US-Store kann man das, glaube ich, für 149 oder 159 $ kaufen. Da muss man aber immer noch die Portogebühren mitrechnen. Und die Versandkosten sind Portogebühren und die Zollgebühren und Einfuhrgebühren. Und die sind nicht ohne aus den USA. Und jetzt gerade steigen die, glaube ich, auch wieder. Da ist man, glaube ich, mit rund 200 € dabei. Das ist, finde ich, ist ein bisschen teurer. In deutschen Shops habe ich das auch gesehen. Bei JPC, ich glaube, wo habe ich es noch gesehen? Noch irgendwo Amazon, da habe ich es, glaube ich, nicht gesehen. JPC ist auch so ein Online-Plattenhändler. Da hat es 189 € gekostet. Das war mir ehrlich gesagt zu teuer. Ja, und 169 €. Und im Saturn in Köln auf der Schildergasse habe ich auch das Off the Wall Album in dieser Edition gesehen. Und da hat es 189 € gekostet. Also, wie es auch drehe und wende, es war mir einfach zu teuer. Deshalb habe ich mir hin und her überlegt und habe mich letztendlich für die Original Master Recording auf Super Audio CD entschieden. SACD nennt sich das, glaube ich. Genau, ich habe die CD mir angehört schon. Ich zeige euch hier einmal das Cover. Von innen sieht es so aus. Michael Jackson Off the Wall. Das Foto kennen wir schon von der Special Edition, die 2001 erschien. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal die typischen Füße mit den leuchtenden Socken. Unten ist die Nummerierung. Ich habe die Nummer 3256. Und hier am Rand, also es ist ein Puff-Sleeve, kann man noch die CD und das Booklet rausholen. Das Booklet lässt sich aufklappen.
wie ein kleines Poster. Es hat aber keinen Mehrwert. Hier sehen wir einmal im Hochformat das typische Plattencover. Hier sind die Songtexte, Vorder- und Rückseite, die man sich hier entsprechend durchlesen kann, und entsprechend auch die ganzen Album-Credits sind damit drauf. Aber da sehe ich keinen Unterschied zum regulären Album. Und hier haben wir die Audio-CD. Die hat auch noch draufstehen das Mofi-Logo oder Mofi-Logo oder wie man es ausspricht. Und gemacht in Austria, also in Österreich wurde die hergestellt. Das ist denn die europäische Pressung davon. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele CDs davon hergestellt wurden. Das finde ich vielleicht noch raus, wenn ich das hier nachbearbeite. Für die Vinyl-Edition von Off the Wall, die erschien sehr limitiert nur mit 6000 Veröffentlichungen. Also weltweit gibt es von Off the Wall 6000. Bei Thriller waren es, glaube ich, 40.000 waren das da, glaube ich. Die Mofi-Edition von Thriller, die kriegt ihr mittlerweile auch schon auf dem Zweitmarkt für um die 100 Euro, habe ich die schon gesehen. 199 Euro, 100, 109. Also man kann die schon günstig bekommen im Second-Hand-Handel. Und die Off-the-Wall-Edition, die werde ich mir vielleicht auch noch zulegen, wenn ich sie günstiger bekommen sollte. Auf der Plastikverpackung von der CD war auch noch dieser Aufkleber drauf. Da steht auch nur Super Audio CD, Plays on all Disc Players. Also das ist auf jedem Abspielgerät abspielbar. Ich habe bei mir so einen Blu-ray-Player und der ist angeschlossen am Verstärker und der ist schon richtig cooler Song. Die Songs hören sich wirklich sehr klar, sehr voll an und das hat mir wirklich Spaß gemacht, die Songs anzuhören. Was ich noch nicht gemacht habe, mal den direkten Vergleich mir anzuhören. Also das Off the Wall Album habe ich auch hier. Das ist sogar die CD-Erstpressung von Mitte der 80er und Hülle ist schon kaputt. Das Booklet ist auch weg. Das habe ich nämlich bei einer Michael Jackson Reise verloren. Als Michael Jackson damals in Saarbrücken war, bei Wetten, das 99, bin ich natürlich auch nach Saarbrücken gefahren und hatte mir dieses Booklet mitgenommen, weil ich natürlich die stille Hoffnung hatte, dass Michael das unterschreibt oder dass ich die Möglichkeit bekomme, ein Autogramm von Michael zu bekommen. Aber ich habe Michael auch gesehen, ich war ihm sehr nah. Aber es waren so viele Leute um uns herum und es ging alles so schnell, dass ich natürlich überhaupt keine Möglichkeit hatte, mir ein Autogramm geben zu lassen. Und in diesem Trubel habe ich leider das Booklet auch verloren. So, das ist aber die ursprüngliche CD-Fassung von Mitte der 80er. Hier steht gar nichts drauf. Ich weiß nicht genau, von wann die ist. Ich hatte das mal auf Discogs mir rausgesucht, von wann diese Pressung war. Naja, wie gesagt, ich müsste mir das mal anhören, wie die im Unterschied sich anhören. Ja, das ist einmal der Grund, weswegen ich hier heute mich mit dem Off the Wall Album so intensiv beschäftige. Und da steigen wir auch mal direkt ein. Ich habe mich nämlich mal wieder ein bisschen vorbereitet. Bevor wir uns mit den Off-the-Wall-Songs befassen, müssen wir uns erstmal anschauen, wo kam Michael Jackson überhaupt her? Was war sein Werdegang? Er hatte natürlich mit den Jackson 5 seinen super Aufstieg. Er hatte unzählige Alben rausgebracht, 10 Alben allein mit seinen Brüdern bei Motown. Und Michael Jackson selbst hatte Soloalben rausgebracht. Natürlich auch unter Motown. Got to Be There, Ben. Und ein Highlight seiner Solokarriere fand definitiv am 27. März 1973 statt. Da war Michael nominiert für einen Oscar und er sang den Song auch bei der 45. Oscar Academy Award Verleihung. Und Michael ging leider leer aus. Er gewann nicht den Oscar, aber er zeigte sich hier einer Weltöffentlichkeit mit dem Song Ben als Solokünstler. Am 27. Oktober 1973 zeigte Michael das erste Mal den Robot Dance bei den Soul Train Awards. Und auch hier war es, glaube ich, der Song Dancing Machine, der dort noch vor der Disco-Zeit, also die Disco-Musik hatte noch nicht seinen Zenit oder seinen Höhepunkt erreicht und Michael
war eben maßgeblich hier mit innovativen Tänzen bei der angesagtesten Musikshow dabei. Am 16. Januar 1975 brachte Michael sein Album Forever Michael raus. Balladen, Gitarrensounds waren hier im Mittelpunkt. Danach wurde es ein bisschen ruhiger. Ne? Da gab es den Bruch zwischen Motown und den Jackson 5. Sie wechselten eben zu Epic Sony Music. Im Februar 1977 startete die Familienshow, die Varieté-Show The Jacksons, die in Las Vegas aufgezeichnet wurde. 10 Folgen lang haben sie Sketche, Songs, eine Musikrevue gemacht, wie das damals eben so ja, innovativ und üblich war. Mit dieser Show erreichten sie ein Millionenpublikum. Man wollte auch eine zweite Staffel machen. Über 20 Millionen Zuschauer hatte jede Folge und war damit eine der erfolgreichsten Varieté-Shows, die damals im TV lief. Auf CBS lief das. Und die lief übrigens auch hier in Deutschland Anfang der 90er das letzte Mal im Mitternachtsprogramm. Und zwar Sat.1 hat das immer wieder gezeigt. Davon habe ich auch noch ein paar Folgen auf VHS-Kassette. Im Oktober 75 war Michael auch nochmal in der Sendung Soul Train mit einem anderen Lied. Mit seinen Brüdern war er da, glaube ich. Und da fand auch eine kleine Interviewsituation statt. Und da äußerte Michael das erste Mal, dass er auch gerne Schauspieler werden wollte. Und da spannen wir den Bogen von 75 wieder zu 77. In der Varieté-Show hatte er natürlich Möglichkeiten, das zu zeigen. Aber er hatte natürlich Größeres vor. Er wollte weitermachen, er wollte in richtige Kinofilme einsteigen. Und 77 rief er Berry Gordy an, weil er eben gehört hatte, dass eben einen Film gedreht würde. Und zwar an die schwarze Version von The Wizard of Oz, der Zauberer von Oz zu Deutsch, Dorothy, Judy Garland im Original. Und hier sollte eine schwarze Version gedreht werden mit Diana Ross als Dorothy in der Hauptrolle. Der ganze Plot spielte nicht irgendwo in den Südstaaten oder Texas. Ich weiß gar nicht genau, wo das spielt. Ich habe den Film nie so intensiv verfolgt. Ich habe, wenn, immer nur The Wiz geschaut und das spielt eben in New York. Diana Ross spielt eben Dorothy und Michael hat sich hier angeboten, er wollte unbedingt die Vogelscheuche spielen. Und mit Gesprächen mit Berry Gordy hat er eben das Einverständnis bekommen, dass er das eben auch machen konnte. Michael reiste zu dieser Zeit 77 nach New York zusammen mit seiner Schwester LaToya und sie beherbergten ein Apartment und sie waren quasi eine WG in New York und machten dort eben auf der einen Seite hochprofessionell machte Michael eben alles, was mit The Wiz zusammenhing. Er drehte, er ging ins Studio, er nahm die Songs dafür auf und auch während der Produktion sah Quincy Jones und auch ja, Kollegen, die dabei waren, berichteten zu dieser Zeit, dass Michael Jackson unglaublich zurückhaltend, schüchtern war. Er hatte aber immer irgendwie einen Block und Stifte dabei und wenn jemand irgendwie was Intelligentes sagte, sah man Michael immer schnell Notizen machen, was aufschreiben. Er hatte auch überhaupt kein Problem, 5 Stunden lang in die Maske zu gehen, um sich als Vogelscheuche zurechtzumachen. Alle, die damals schon dabei waren, erlebten Michael als äußerst professionellen Schauspieler und eben auch Musiker, weil eben die Musikaufnahmen damals eben auch im Studio gemacht wurden. Das ist der professionelle Michael, aber der Michael war eben auch zu dieser Zeit eine Nachteule, würde ich jetzt sagen, oder eine Disco-Eule. Er war in New York und machte das Nachtleben unsicher, und zwar im nicht geringeren als in dem Club, in den legendärsten Club, den es auf der Welt damals gab. Er war im Studio 54. Gibt es auch einen Film drüber, Studio 54, das ist so ein bisschen eine Light-Version, der wurde eben so ab 12 freigegeben, da hätte man auch eine ab 16 Version machen können. Aber der Club, da spielte sich eben einiges ab. Da ging die wildeste Disco-Musik, die hatte die wildeste Türe, da strängelten die Leute, um da reinzukommen. Der Club war eben auch in der queeren Szene sehr bekannt und beliebt. Prominente von Mick Jagger, Jerry Hall, Cher, Jane Fonda, Liza Minnelli, Aerosmith-Sänger Steve Taylor. Also es gibt Aufnahmen, Sylvester Stallone und keine Ahnung, es gibt so viele Künstler, die damals in diesen Club abstiegen und dort gefeiert haben. Er war der Club, wo man sein musste. Und Michael war damals in der Zeit, in der er The Wiz drehte,
eben Stammkunde in diesem Club. Und da gibt es auch mittlerweile zahlreiche Fotos, Videos, wo man eben sehen kann, dass Michael eben auch tatsächlich in diesem Club war. Ich habe ja dieses Buch von Studio 54 New in My Collection. Da zeige ich euch ja, wo er mit der einen Drag Queen am Tanzen ist. Also das spricht schon sehr dafür, dass Michael sehr ausgelassen in dieser Zeit war. Und wenn es eine Phase in Michaels Leben gab, wo er Nachtleben erlebt hatte, war das diese Zeit 1977, 78, wo er mit LaToya in New York wohnte und wo er und wahrscheinlich auch LaToya den Nachtclub unsicher gemacht haben. Michael sagte damals auch zum Studio 54, ich mag die Atmosphäre im Studio 54. Ich war in vielen Discos, aber ich mochte keine. Was ist hier anders, wurde er gefragt. Ich weiß es nicht. Das Gefühl, die Aufregung, wenn die Dekoration herunterkommt und der Balkon, alles ist einfach sehr aufregend. Der Balkon, ja, dazu müsste man jetzt auch noch was sagen, weil der Balkon war berüchtigt für... Also, auf dem Balkon, das sind ja auch die Mythen über den Studio 54, die so im Umlauf sind. Auf dem Balkon hat man sich getroffen, um das ein oder andere zu machen, was man so in Clubs im hinteren Bereich macht. Und wahrscheinlich, weiß es nicht, also er fand es auf jeden Fall aufregend. Bleiben wir bei den Worten, ich will da gar nicht mehr oder weniger hineininterpretieren. Michael sagte in einem anderen Interview, es ist ein Ort, in dem man fliehen kann, Realitätsflucht. Da fühlt man sich frei, sagte er. Und ich interpretiere das eher, dass er eben einen Ort hatte. Es gab einen abgetrennten Bereich, wo die Prominenten immer unterwegs waren. Er konnte da wahrscheinlich mit anderen Promis ausgelassen sein. Er konnte dort wahrscheinlich tanzen. Und das ist das muss man schon irgendwie wissen, weil das trägt auch zu der Entstehungsgeschichte bei, zu Off the Wall. Also das war ganz bestimmt die Inspiration, die sich Michael holte, um eben das Off the Wall Album zu gestalten. Während er damals im Studio 54 war und bei The Wiz die Dreharbeiten zu Ende gingen, fragte er irgendwann eben auch Quincy Jones, der ja damals auch Michaels Produzent wurde, ob er nicht Lust hätte, für Michael Jacksons nächstes Album mit ihm zusammenzuarbeiten. Michael kannte Quincy schon und die hatten sich 1972 auf einer Party von Sammy Davis Jr. kennengelernt. Das war eher informell, das war kein offizieller Anlass, eher eine Party. Da war Michael natürlich gerade, 13 Jahre alt, 13, 14, 12, 13 war er da. Und da lernte er das erste Mal Quincy Jones kennen. Bis 1977 hat es gedauert, bis sie an The Wiz arbeiteten. Und da packte Michael den Entschluss, ihn zu fragen, ob er nicht Lust hätte, sein Album zu produzieren. Bevor aber die Arbeiten mit Off the Wall losgingen, arbeitete Michael noch mit seinen Brüdern zusammen. 1978 erschien das Destiny-Album mit dem legendären Shake Your Body, Down to the Ground, also eine Hymne der Jacksons, der einer ihrer erfolgreichsten Songs dann auch wurde. Im Februar 1979 befand sich Michael noch mit seinen Brüdern auf großer Destiny World Tour, auch hier in Europa. Ich glaube sogar in Bremen waren sie auf Tour, München. Ich habe auch mal was von Osnabrück gehört, aber ich glaube, das stimmt nicht. Aber sie waren auf Tour. Ja, wir sind jetzt so in dieser Zeit 79 angekommen, Frühjahr 79, und Michael, da formte sich natürlich so das Team. Quincy Jones war am Set und Michael hat eben alles in die Hand genommen, um eben sein Soloprojekt voranzutreiben. Er wollte sich emanzipieren von seiner Familie, von seinen Brüdern. Es gab damals ziemlich viel Spannungen in der Familie, gerade mit seinem Vater, gerade mit seinen Brüdern, weniger mit seinen Schwestern und mit seiner Mutter. Aber auch Spannungen in der Plattenfirma, weil Walter Jetnikow, der damals ganz frisch 6 Wochen im Amt war bei CBS Records, und er wusste nicht viel vom Business und er sagte, oh Mann, der Typ, der über eine Ratte singt, also mit Anspielung auf Ben. Ben war ja der Film, der Soundtrack, wo er die Oscar-Nominierung 72 hatte. Und Ron Alexander, das war ein Manager bei Epic Records, fand, der Typ ist lächerlich. Er sagte sinngemäß, das ist ein Cartoon-Act.
Cartoon Act halt übersetzt, ja, dass es lächerlich ist, weil er eben so in Cartoons mitmacht. Das war eine Anspielung auf die Jackson 5 Comic-Serie, die Anfang der 70er läuft. Und da merkt man, Walter Jetnikoff, Ron Alexander, die hatten Michael eher so als Kinderstar abgetan. Der singt über eine Freundschaft mit einer Ratte. Ben war ja ein Horrorfilm auch, da lief der Film auch im Abspann, da lief der Song auch im Abspann von dem Film. Die Cartoonserie, also die haben Michael nicht für voll genommen. Aber es gab eben Menschen, die auch mit Michael für The Wiz zusammengearbeitet haben. Steve Popovich, Vizepräsident oder Vice President von A&R, Epic Records. Er überredete Walter, du bist neu in diesem Job, Walter, sagte er. Und Walter sagte, okay, ihr seid die Profis, ihr wisst schon, was zu tun ist, wir machen das. Rückblickend fand er das wohl als brillante Idee. Das Team formte sich, eigentlich waren daher Michaels Team, das entstand schon zu der Zeit, was ihn fast ein Leben lang begleitete. Der Toningenieur Bruce Redin war schon mit bei Off the Wall dabei. Der Trompeter Jerry Hay war dabei. Rod Temperton war in den Studio mit dabei. Louis Johnson am Bass. John Robinson Schlagzeuger. Percussion Paulina da Costa. Auch Greg Phillinganes war dabei. Also die ganzen Musiker, die Michael auch später bei Thriller, Bad, Dangerous, Set History, Invincible, Bruce Redin war eigentlich immer dabei, begleiteten, formten sich hier schon Ende der 70er. Greg Phillinganes zum Beispiel war auch schon beim Destiny-Album dabei. So entstand das Team, das Michael im Grunde ein Leben lang begleitete. Im Juli 79 eine Schockwelle in den USA startete, was die Disco-Bewegung anging. Disco sucks hieß es damals, Disco ist Mist. Das war damals eine Bewegung, die in den USA startete, die ihren Höhepunkt bei einem Baseballspiel hatte, wo der Veranstalter die Leute dazu aufrief, kommt hierher, wir verbrennen alle Disco-Platten. Das war eine zutiefst rassistische Bewegung und auch homophobe Bewegung. Und in dieser Zeit, in so einer schwierigen Zeit, kam eben Michael und wollte ein Album machen. Und wenn wir kennen natürlich das Album, und in so einer Zeit wollte Michael ein Disco-Album herausbringen. Und die Disco-Zeit war eigentlich zu dieser Zeit schon am Ende. Mit Off the Wall erschien aber dann das ultimative Disco-Album. Für Michael ging es nach der Veröffentlichung von Off the Wall auch weiter auf Tour. Die Destiny Tour wurde fortgesetzt und da gab es einen bemerkenswerten Brief, den Michael sozusagen an sich selbst geschrieben hatte. Ich übersetze ihn hier einmal. Er war im Tourbus. MJ ist ab jetzt mein Name, nicht mehr Michael Jackson. Ich will einen ganz neuen Charakter, einen neuen Look. Ich sollte eine total andere Person werden. Man soll mich nicht als Kind sehen, das ABC und I Want You Back sang. Ich sollte ein neuer, toller Schauspieler, Sänger, Tänzer sein, der die Welt schockiert. Ich werde keine Interviews mehr geben. Ich werde magisch sein. Ich werde ein Perfektionist sein, ein Forscher, ein Trainer, ein Meister. Ich werde besser als die großen Schauspieler zusammengenommen sein. Ich brauche die genialsten Trainingsmethoden, mit der ich tiefer und tiefer gehen kann, bis ich es finde. Ich werde lernen und zurückblicken auf die Unterhaltungsindustrie und sie perfektionieren. Dort weitermachen, wo die Größten der Großen aufgehört haben. Das ist sozusagen ein Manifest, das Michael Jackson sich selbst geschrieben hatte damals. Und das wurde dann im November 79 sein Credo, das er wahrscheinlich auch umsetzte. Dann Interviews gab er danach ja wirklich nicht mehr und Perfektionist wurde er und er krempelte die Unterhaltungsindustrie spätestens mit Thriller um. Also er hat damals schon sich viel vorgenommen. Zu der Entstehung von Off the Wall gab es große Vorbehalte gegenüber Quincy Jones. Er war zu jazzig. Epic wollte Maurice White und Gamble and Huff als Produzenten haben. MJ kam aber weinend zu Quincy und sagte, die wollen dich nicht.
Zum Glück ging Michael Jackson zusammen mit Freddie the Man und Ron Reisner zurück zu Sony und sie kämpften für Quincy. Für das Album selbst schrieb Michael Jackson 3 Songs: Don't Stop Till You Get Enough, Working Day and Night und Get on the Floor. Und ja, damals verkaufte sich das Album über 10 Millionen Mal und wie ich eben schon gesagt habe, wurde es ein Riesenhit. Rod Temperton erinnert sich auf ein Interview auf der Special Edition von Off the Wall, dass er 3 Songs beisteuerte und eben zu Michael fuhr, damit er die sich anhören konnte, und er war von Michaels Ehrgeiz so angetan, weil Michael sich hinsetzte und alle 3 Songs auswendig lernte in einer Nacht, und damit sie die eben einspielen konnten. So, kommen wir jetzt zu den Songs. Wir gehen chronologisch durch. Wir fangen an mit Don't Stop Till You Get Enough, geschrieben von Michael Jackson. Energiegeladene Disco-Hymne, und Michael hat hier garantiert an das Studio 54 gedacht, als er diesen Song eben aufgenommen hatte. Alle Songs wurden zwischen dem 4. Dezember 78 und 3. Juni 79 in 3 verschiedenen Studios in Los Angeles aufgenommen. Einmal die Chicory Studios im Studio 3, das Alan Sand Studio und das Westlake Studio. Und das Westlake Studio kennen wir alle aus der Bad 25 Doku. Don't Stop Till You Get Enough ist USA R&B Charts Platz 1, Pop Charts Platz 1, UK Platz 3, Frankreich Platz 1. Es holte sogar Platin, 1989 wurde das 1989 für Platin ausgezeichnet, für über 1 Million verkaufte Singles. Michael soll die Melodie von Don't Stop Till You Get Enough zu Hause auf Encino auf Havenhurst eingefallen sein, als er einfach wild durch das Haus tanzte. Randy spielte auf der Demo am Klavier, Janet saß sogar am Schlagzeug, und die Demoaufnahme wurde im Familienhaus damals aufgenommen und ist auch auf der Special Edition, die 2001 erschien, zu hören. Im Song gibt es eine Anspielung auf Star Wars. The Force ist hier mit bei, also die Macht ist mit dir. The Force ist, ja, ich war nie so ein großer Star Wars Fan, aber das ist eine Anspielung auf den Star Wars Film, die hier mit eingearbeitet wurde. Benjamin Wright wurde von Quincy Jones zum Arrangeur der Streicher eingestellt, der sehr nervös war und gelähmt war und sehr verunsichert war, weil er eben beim Aufnehmen Quincy's Blicke nicht für positiv oder negativ interpretieren konnte. Ist das jetzt gut, was ich hier mache, oder ist es schlecht? Und Quincy war natürlich total begeistert von ihm. Louis Johnson war am Bass, und der ist für dieses Intro verantwortlich, das wir hier hören, dass das so legendär wurde mit diesen. Naja, ich lasse das mit dem Singen. Der erste MJ Number One Hit nach Ben wurde Don't Stop Till You Get Enough. Viele Jahre lagen dazwischen. Das Video war von Nick Sexton, ging 4 Minuten 11. Und hier im Hintergrund ist eben diese wilde Kristallkugeln, irgendwie so eine Disco-Welt ist dort zu sehen. Es glitzert, Michael erscheint 3-mal, und es ist auch das erste Video, wo das erste Mal die Greenscreen-Technik eingesetzt wurde für ein Musikvideo. Also damals war Michael schon mit diesem Video sehr innovativ, obwohl die natürlich alle sehr spartanisch daherkommen, diese ganzen Musikvideos aus der Off-the-Wall-Zeit. Aber Don't Stop Till You Get Enough, da hat man ein bisschen in die Trickkiste gegriffen für. Die Sängerin Sheila E., auch Percussionspielerin, Trommlerin, die mit Prince in den 80ern unterwegs war, Prince and the Revolution. Sheila E. hat vor kurzem erst in einem Interview erzählt, dass die Glasflaschen, die man am Anfang hört von der Demo-Version von Don't Stop Till You Get Enough, von ihr sind. Da hat Sheila E. auch mit Michael zusammen schon im Studio, im Home-Studio auf Encino gesessen, und sie haben da zusammen die Demo-Version aufgenommen. Sehr interessanter Fakt, war mir auch völlig unbekannt, dass die schon so früh sich kannten und auch offenbar, ja, zumindest Kollegen waren oder vielleicht sogar auch befreundet waren. Danach geht es direkt weiter mit Rock With You.
Das hat nicht Michael geschrieben, das kam von Rod Temperton, der später ja auch Thriller geschrieben hat. Rod Temperton schlug damals 3 Songs vor für das Off the Wall Album, somit auch das Rock With You Lied und auch Burn This Disco Out und Off the Wall. Er hatte eigentlich gedacht, wenn ich Glück habe, kommt ein Song davon rein. Also er hatte die Hoffnung, dass ein Song von seinen 3 Vorschlägen genommen wird. Und letztendlich kamen alle aufs Album. Rod erzählte, dass Michael das Ganze als Wettbewerb ansah. Aber Michael streute auch selbst Ideen ein, um das Beste aus den Songs herauszuholen. Also Rod sagt auch ganz klar, ja, ich habe sie geschrieben, ich habe daran gearbeitet, aber Michael hat dann später, als er die Songs hatte, mitgearbeitet und hat sie sich zu eigen gemacht. Also es ist nicht so, dass Michael sich einfach die Songs hat geben lassen und hat sie runtergesungen. Er hat weiter mit daran gearbeitet und das sah er eben als Wettbewerb an, um eben das Beste aus diesen Songs herauszuholen. Auf der ersten Off-the-Wall-Pressung befindet sich übrigens auch die Originalfassung des Songs. Auf Single und später auf CD wurde der Song neu gemixt. Mehr Gitarrenakustik und Handklatschen und die Klangelemente im Refrain wurden überarbeitet. Das heißt, wenn ihr noch eine ganz frühe Erstpressung habt von der Vinyl von Off the Wall, habt ihr wahrscheinlich noch leichte, da hört sich der Song vermutlich ein bisschen anders an. Ich selbst habe es mir jetzt nicht rausgesucht, auch das müsste ich mir nochmal anhören, ob man das wirklich hört, diese Veränderung. Das Video war von Bruce Gowers, der führte Regie, 3 Minuten 21. Michael trägt den legendären Palettenanzug. Dieses Video hat den Spottpreis von $3.000 gekostet. Also das war der Preis, den man 1979 für ein Musikvideo zahlen musste, das in dieser Art eben daherkommt, wie wir es eben kennen. Zu den Dreharbeiten sagte Bill Witten, er war ruhig, schüchtern und bescheiden, wirklich nett und ein absoluter Profi. Und gedreht wurde das auf der kleinen Bühne in dem Studio 800 Stage in Los Angeles. Und ich glaube, die anderen beiden Videos wurden auch da gedreht. Ja, Rock With You erschien weltweit als Single. Auf der B-Seite war Get On The Floor. Am 3. November 1979 veröffentlicht, in Großbritannien und Europa am 28. Januar. In den R&B-Charts in den USA auf Platz 1, Pop 1 und in Großbritannien auf 7. Die deutschen Platzierungen blende ich hier ein. Und im Februar 1989 erhielt es eben auch eine Platin-Auszeichnung in den USA. Dritter Song auf Off the Wall war Working Day and Night. Das Lied war das letzte, das Michael Quincy zeigte und es hat auch Michael geschrieben. Es ist ein Michael Jackson Lied. Das Lied sollte eine Fortsetzung sein von dem Song Things I Do For You vom Destiny Album. Sehr komplexer Rhythmus, sehr schnell. 2001 erschien auch die Demo-Version auf der Special Edition von Off the Wall. Auch hier ist bei den Percussions wieder Janet zu hören, aufgenommen auf Havenhurst. Hier sind auch die Glasflaschen zu hören. Ich vermute, das wird auch Sheila E. sein. Warum sollte das jetzt jemand anders sein? Wahrscheinlich wurden die Songs am gleichen Tag aufgenommen, aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ja, das Lied vermittelte Quincy eine klare Version, was Michael Jackson für ein Album haben wollte. Und der Song ist ja auch Hammer. Ich liebe Working Day and Night. Vor allem auch in der Live-Version, auch wenn ich an die Dangerous Tour denke. Hammer-Song, Hammer-Rhythmus. Schlagzeuger Paulino da Costa. Der nahm auch mehrere Instrumente einzeln auf für diesen Song und mischte sie dann hintereinander oder doppelt ab. Greg Fillinganes am Keyboard. Bei der Ausstellung On the Wall, die 2019 in Paris war, in London war, in Bonn hier in Deutschland war, da gab es auch ein Kunstwerk, was auf Off the Wall lief. Da hatte ein Künstler, ich weiß den Namen nicht mehr, hat eine Frau gefilmt, die Oberweite der Frau, und hat die tanzen lassen und hat nur auf diese Oberweite gehalten und im Hintergrund lief die ganze Zeit Working Day and Night. Es ist ein Kunstwerk, das eben auch sich damit beschäftigt, dass Frauen ausgenutzt werden, und das sollte eben eine Anspielung darauf sein, und in der Ausstellung On the Wall wurde dieses Kunstwerk eben auch gezeigt.
Get on the Floor, der vierte Song auf Off the Wall. Michael Jackson schrieb ihn zusammen mit Louis Johnsons von den Brother Johnsons. Eigentlich hatte Louis Johnson den Song für sich selbst vorgesehen, aber nie zu Ende gestellt. Louis Johnson hörte sich ein Demo nach einer Session an im Auto. Michael kam und verabschiedete sich von ihm und hörte im Hintergrund die Töne zu Get on the floor and dance with me. Und Michael sagte, boah, das ist aber bad. Man, that's bad. Kann ich das Band mitnehmen und einen Song darauf schreiben? Jetzt müsste man natürlich wissen, war damals bad schon so ein Slang und bedeutet, man, that's bad, das hört sich gut an oder Mann, ist das schlecht, das muss ich mir aber mal anhören und da was Vernünftiges draus machen. Ich kann mir das irgendwie vorstellen, dass Michael den Groove gut fand, aber er wollte da noch ein bisschen was Besseres rausholen. Und so kam der Song letztendlich aufs Album. Und Get on the Floor hat eben auch Studio 54 Vibes. Da kann ich mir auch so richtig guten Club. Also Get on the Floor ist ein Hammer-Song, finde ich richtig, richtig gut. Michael kopierte die Melodie- und Gesangsarrangements von den Song und die rhythmische Struktur machte er neu. Es war der erste Song, den Michael Jackson zusammen mit einem Nicht-Familienmitglied komponierte. Auf der 1980 erschienenen Kassette von Off the Wall wurde das Schlagzeug neu abgemischt und mehr in den Hintergrund gesetzt. Das heißt, wenn man noch auch hier wieder frühe Pressungen von Off the Wall hat man nochmal einen anderen Mix von Get on the Floor. Später wurde diese Version, also die neu abgemischte Version, auf allen anderen Editionen auch ersetzt. Lied 5, wir haben den Titeltrack Off the Wall, geschrieben von Rod Temperton. Ein Uptempo-Feeling, eine fröhliche Nummer, die Spaß macht anzuhören. Rod wusste, dass dieser Song Quincy am besten gefallen würde, also da war er auf Nummer sicher, dass der wahrscheinlich aufs Album kommen würde. Aber neben Rock With You kam eben auch Off the Wall mit drauf. An 2 Wochenenden aufgenommen. Am ersten Wochenende hat man die Instrumente gemacht und am zweiten Wochenende den Gesang. Greg Phillinganes und George Duke waren am Synthesizer. Louis Johnson spielte die Bassline. Kraftvolle Energie. In den Singlecharts bis in die Top 10 oder sogar auf Platz 10. In Europa erschien das im November 79 als zweite Single. Da war in den USA gerade Rock With You draußen. Und in den USA erschien das 1980 im Februar. In den Rhythm and Blues Charts in den USA auf Platz 5, Pop Platz 10, Großbritannien auf 7 und im Februar 89 wurde es mit Gold ausgezeichnet. Und der Song Off the Wall wurde auch in der Suzuki-Werbung eingesetzt. Michael machte ja später Werbung für Motorroller in Japan und da wurde auch Off the Wall im Hintergrund eingesetzt. Der 6. Song, Girlfriend, geschrieben von Paul McCartney. Es gehört zu der Sugar-Pop-Bewegung. Paul hatte den Song schon Mitte der 80er geschrieben und dachte eher an die Jackson 5, dass die das veröffentlichen könnten. Aber am 24. Juni 1976 gab Paul MJ die Demoaufnahme. Paul sang sogar auch Zeilen selbst, einige Strophen. Daraus entwickelte sich natürlich bekanntermaßen die Freundschaft. Später The Girl Is Mine, Say, 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 The Man. Also mehrere Songs haben sie zusammen aufgenommen und gesungen, bis dann schließlich der Bruch kam, als Michael die Songrechte von den Beatles kaufte. Als Paul merkte, dass Michael Jackson den Song nicht verwendete, das war dann 1976, arbeitete Paul weiter daran für die Band London Town. Später bekam Quincy nochmal ein neues Demo davon. Michael machte sich den Song dann nochmal zu eigen und hat ihm nochmal komplett anderes Feeling gegeben. Quincy Jones, Tom Bala und Greg Phillinganes arbeiteten den Sound von Girlfriend raus. Und der Sound, wenn man das so beschreiben möchte, er wurde von Großbritannien, London ins sonnig-kalifornische USA umgeschrieben. In Großbritannien wurde es die 4. Single, in den USA wurde der Song nicht als Single ausgekoppelt. Und auch nochmal interessant, dass ich das gerade nochmal realisiere, dass es von Girlfriend auch eine Single gibt, denn die habe ich noch nicht. She's Out of My Life, der 7. Song, geschrieben von Tom Bala.
1977, Quincy bat ihn zu warten und noch nicht anderweitig einzusetzen, denn Bala hatte nämlich schon vor, den Song Frank Sinatra zu geben. Frank Sinatra hatte auch schon zugesagt, den Song zu übernehmen. Diesen Song nahm Michael im Studio 11 Mal auf, 10 oder 11 Mal, da gibt es jetzt unterschiedliche Zahlen. Auch verschiedene Versionen von dem Song, und er fing zum Ende hin immer an zu weinen, und er entschuldigte sich auch am Ende immer dafür. Entschuldigung, dass ich weinen musste. Letztendlich hat man den ersten Take auch fürs Album genommen. Also sehr emotional, Michael im Studio. Ja, man fragte sich natürlich immer, wer bringt Michael zum Weinen? Auch als er später auf Tour war. Auf der Bad Tour war das ja Bestandteil, auch Triumph Tour, Victory Tour. Hatte er She's Out of My Life ja auch im Programm, und da ging er immer sehr in sich runter. Auch hier bei den Aufnahmen schon fing er an zu weinen. War es Tattoo Monail, war es Brooke Shields, die ihn zum Weinen brachte, Stephanie Miles, also all die Frauen, mit denen er damals zusammen war. Wer war dafür verantwortlich, dass Michael über dieses Mädchen singt, das aus seinem Leben ist? 1977 spielte Bala mit Bruce Swedien zusammen und seiner Frau das erste Mal den Song auf dem Klavier, während The Wiz, also da waren die auch schon zusammen im Studio, Quincy erfuhr von dem Lied. Quincy brauchte etwas Überzeugungsarbeit, denn Bala hatte es Sinatra ja eigentlich bedacht, und da war die Geschichte eben, dass Quincy ihn überreden musste, dass er da noch ein bisschen warten sollte. 1 Dutzend Takes ist hier die Rede, und schließlich hat man das erste genommen und das eben auch entsprechend veröffentlicht. Video ist auch von Bruce Goers, auch im Studio 800 oder 800 Studio Stage. 3 Minuten 36. MJ soll aber auch sehr unzufrieden mit diesem Video gewesen sein. Er realisierte, wie schwer es ist, ein Musikvideo für eine Ballade zu machen. Und ja, auf der This Is It Version, die 2009 erschienen ist, nochmal eine ganz andere Version von She's Out of My Life drauf, die eher so ein bisschen Country-lastiger ist. Und auf der Special Edition erzählt Quincy, dass Michael eben bei jeder Aufnahme am Ende weinte. Song 8, und zwar I Can't Help It, geschrieben von Stevie Wonder und Susie Greene Brown. Der Song hatte Stevie für sein legendäres Album Songs in the Key of Life geschrieben. Grandioses Album, kann ich euch auch nur empfehlen. Stevies Schwester Renee, die mit Michael Jackson befreundet war, spielte Michael den Song vor, und so erfuhr Michael von diesem Song, I Can't Help It. Jessica Sound. Später spielte Stevie und Susie Michael den Song vor, und Michael liebte den Song. Er ging aus dem Studio, und Stevie und Susie, sie sprangen auf. Michael Jackson beobachtete Stevie bei der Entstehung des Songs, und Louis Johnsons Bass stand hier ganz im Mittelpunkt des Stücks, und I Can't Help It kam letztendlich auf die B-Seite von Don't Stop Till You Get Enough. Der 9. Song, It's the Falling in Love, It's Making Me High, It's the Being in Love that makes me cry, cry. Ja, tut mir leid, ich muss es jetzt einfach mal singen. David Foster und Carol Bayer Saga, Aussprache wie immer, aber ich gebe mein Bestes. Legendäre Künstler und Songwriterinnen, beide. Für Whitney Houston, ich glaube Celine Dion, auch Aretha Franklin, also für legendäre Songwriter-Duo. Carol nahm den Song It's the Falling in Love 78 für das Album 2 auf. Ein Jahr später nahm Michael Jackson den Song mit Patty Austin auf, einer jungen Sängerin aus Harlem, die Quincy Jones entdeckte. Steve Porcaro von der Band Toto arbeitete an die Programmierung der Maschinen, also die Technik und so weiter. Austin erinnert sich, dass Michael Jackson sie regelmäßig im Studio erschreckte und immer wieder buchrufte, wenn sie an dem Song arbeiteten. Sie meinte, Michael unterhielt sich mit ihr, sie nahm Spannungen auf, also er erzählte wohl viel über seine Familie. Michael Jackson redete gut über seine Schwestern, weniger gut über seine Brüder. Sie beobachtete Michael Jackson schon bei The Wiz.
Er saß dort, beobachtete, wenn jemand etwas Intelligentes erzählte, machte er sich Notizen. Er sprach nicht viel, war schüchtern, aber irgendwann packte sie sich und ging zu ihnen und fragte ihn. Bei Quincy's Album The Dude sprach sie ihn an, da war das erst. Sie war auch da in der Produktion mit beteiligt. Sie redeten oft und viel über Familie, Freundschaft. Ja, bei It's the Falling in Love ist Patti Austin die Duettpartnerin von Michael. Der 10. Song ist Burn This Disco Out von Rod Temperton. Ja, der 3. Song von ihm, der es aufs Album geschafft hatte. Der Song war eigentlich für Rods Band Heatwave vorgesehen oder angedacht. Er hatte auf jeden Fall den ähnlichsten Sound gehabt, der auch zu seiner Band gepasst hätte. Bruce Swedien sorgte für die besten Mikrofone und den besten Klang. David Williams für die Rhythmusgitarre, die er zuvor auch schon bei den Jacksons spielte. Perfekte Mischung aus Funk und Disco, und er brachte das Album letztendlich zu einem grandiosen Ende. Ja, damit haben wir alle Songs aus dem Off the Wall Album besprochen, und das Album liebe ich natürlich. Es ist ein sensationelles Album. Es läuft jetzt auch hier dank dieser Edition jetzt auch wieder ein bisschen öfter bei mir drauf und runter. Ja, was sind denn eure Lieblingssongs aus dem Off the Wall Album? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare rein, wie eure Top 10 ausschaut. Meine Top 10 sieht wie folgt aus. Auf Platz 10 ist She's Out of My Life. Auf Platz 9 Girlfriend. Auf Platz 8 It's the Falling in Love. Auf Platz 7 I Can't Help It. Auf Platz 6 Burn This Disco Out. Auf Platz 5 Off the Wall. Auf Platz 4 Working Day and Night. Auf Platz 3 Rock With You. Auf Platz 2 Get on the Floor. Und auf Platz 1 Don't Stop Till You Get Enough. Das sind meine 10 Lieblingssongs. Ja, was für Gedanken habe ich noch zu Off the Wall? Also Off the Wall habe ich erst später kennengelernt. Ich habe Michael ja im Sommer 88 kennengelernt mit dem Bad-Album. Und geschenkt bekam ich zuerst das Thriller-Album, dann kurze Zeit später das Bad-Album. Es muss so, ja, 89 gewesen sein. Da habe ich die Vinyl von Off the Wall geschenkt bekommen, beziehungsweise die habe ich im Hertie Bergisch Gladbach gesehen. Das war dieses Schmuckstück, das war die Off the Wall Schallplatte. Und hier waren auch mal Aufkleber drauf. Und ja, das ist meine erste Off the Wall Pressung. Die sieht auch schon reichlich demoliert aus hier. Hier ist das Inlay noch, das Original Nice Price Inlay. Die Vinyl, die lief damals auch. Jetzt, also ich hatte sie ja nicht als CD, da musste ich immer bei meinen Eltern an den Plattenspieler, um die zu hören. Aber ich merkte schon, dass mir die Songs gefallen. So richtig schätzen gelernt habe ich die Songs aber erst so Anfang der 90er, als ich dann auch die CD-Version von dem Album hatte. Ja, das war MJ Update Folge 34, das Off the Wall Special. Alle Infos, Fakten rum um das Album. Bitte teilt doch mal gerne diese Folge. Und schreibt mal in die Kommentare rein, was euch das Off the Wall Album bedeutet. Ist es sogar euer Lieblingsalbum oder wo steht das für euch in den ganzen Alben, die es von Michael Jackson gibt? Und was sind eure Lieblingssongs aus diesem Album? Gerne auch mal eure Top 10. Würde mich interessieren, wie ihr die Songs aus diesem Album rankt. Ja, Michael Jackson, Off the Wall, die Muffy-Pressungen. Ja, wenn ich mir dann nochmal die Vinyl zulege, berichte ich das hier. Ja, bald geht es weiter mit MJ Update Folge 35 und noch so 2 kurze Veranstaltungen. Gerade wenn diese Folge wahrscheinlich veröffentlicht wird, steht die Michael Jackson Night in Köln bevor. Die ist am Samstag, dem 5. April. Und Ende Mai, am 24. Mai, findet in London die Kingvention statt, die weltgrößte Michael Jackson Convention. Und da bin ich gespannt, wen von euch ich da sehen werde. Und für die, die nicht da sein können, werde ich hier sicherlich wieder eine Folge machen. MJ Update Folge vielleicht 36. Mal gucken. Ja, in dem Sinne,
entlasse ich euch jetzt hier in den Abend, in die Nacht, ins Wochenende. Wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge und macht's gut.